Warum ist der Purpose so wichtig? Reicht es nicht einfach, dass wir Geld verdienen wollen? Heute werden wir uns ein Pattern anschauen, wo die Wichtigkeit vom Purpose nochmal hervorgestrichen wird. Ich werde oft gefragt, so, was machen wir jetzt genau die nächsten 12 Monate, wenn wir ein Produkt einführen oder ein neues Unternehmen starten? Gerade die Anfangsphase ist sehr schwierig. In diesem Video erkläre ich, wie man hier am besten die nächsten Schritte setzt. Aber warum ist diese Phase so schwierig? Die Phase ist deswegen so schwierig, weil jeden Tag etwas Neues passiert. Jeden Tag ist etwas Ungewohntes und man muss sehr offen in die Welt hinausgehen, um zu erkennen, was eigentlich gebraucht wird. Und man muss schnell darauf reagieren können. Das heißt, die erste Phase, gerade am Beginn, ist davon geprägt, sich zu öffnen, immer im Austausch mit dem Kunden zu stehen oder dem potenziellen Kunden zu stehen, den Markt zu verstehen und daraus die nächsten Schritte zu setzen. Mit dem Golden Circle hat Simon Sinek ein sehr einfaches Modell entwickelt, warum der Purpose so wichtig ist. Das Golden Circle hat 3 Ebenen: das Why, das How und das What. Und die Kernaussage ist, people don't buy what you do, people buy why you do it. Und bei Why ist nicht darum, dass man Geld verdient. Das ist ein Resultat. Das Why ist, warum machen wir etwas in der Gesellschaft? Warum bauen wir ein Unternehmen auf? Warum haben wir ein Problem entdeckt, das wir auch lösen wollen? Die meisten Unternehmen oder die meisten Leute, die ein Unternehmen aufbauen, können das What beschreiben. Also was tun sie eigentlich? Wir bauen Computer, wir bieten eine Beratungsleistung, wir bauen einen Online-Shop. Ein paar Unternehmen können auch erklären, wie sie es machen, welche Prozesse sie haben, wie sie dorthin kommen, um das zu erreichen. Aber sehr wenige Unternehmen können das Why beschreiben. Warum setzen sie etwas um? Das, was die großen Leuchtfiguren unserer Gesellschaft gemeinsam haben, sei es ein Martin Luther King oder auch eine Marke wie Apple, ist, dass sie diesen Purpose, diesen Why sehr stark in sich verkörpern. Die Leute kommen nicht zu Apple, weil sie nur einen Computer haben wollen. Sie kommen zu Apple, weil sie einen Lifestyle verfolgen wollen, weil sie einer Mentalität entsprechen wollen und kaufen dann dort nicht einfach nur Computer. Sie kaufen dort Kopfhörer, sie kaufen dort früher MP3-Player, sie kaufen ganz viele verschiedene Geräte, weil sie diesen Lifestyle, den Apple vermittelt, auch für sich wahrnehmen wollen. Wie kommen wir nur dazu, dass wir das für unser eigenes Unternehmen verwirklichen? Und damit sind wir wieder beim Organic Venture Building. Es geht darum, für uns ganz tief drin unseren Purpose zu finden, den Purpose, den wir in die Gesellschaft bringen wollen, den wir umsetzen wollen. Was ist das, was wir verändern, bewegen wollen? Und von dem ausgehend gilt es dann, die nächsten Schritte zu setzen. Das Unternehmen entsprechend aufzubauen, daraus das How und das What zu definieren. Und nicht umgekehrt mit dem What anfangen.